Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich euch Äpfel in Verbindung mit Hefeteig zeigen. Da gibt es wunderbare Sachen, die man machen kann, und Äpfel sind ja wirklich etwas Herrliches im Winter, die hat man immer, aber gibt es immer günstig, die man verwerten kann. Also ich zeige euch heute einen klassischen Hefeteig. Dazu nehme ich wie immer 1 Kilo Mehl, 500 Milliliter Milch. Man kann auch Wasser nehmen, mit Milch wird es halt ein bisschen weicher, der Teig, ne? Dann nimmt man 2 Teelöffel Hefe, Trockenhefe. Man darf auch Frischhefe nehmen. Dann nimmt man einen Würfel. In Deutschland sind das 42 Gramm. Dann nimmt man natürlich 100 Gramm Butter für den Hefeteig. Man kann auch Öl nehmen, aber Öl macht den Teig fester. Also ich empfehle echt Butter. Natürlich 2 Eier. Das macht den Hefeteig schön fluffig. Deswegen nimmt man Ei. Wenn man das nicht hat, darf man das auch weglassen. Kein Problem. Und natürlich nicht vergessen Zucker und Salz. Das ist ganz wichtig für die Hefe. Dann muss man das Ganze natürlich mindestens 5 Minuten mixen, bis der ein richtig schönig sämig weicher Teig wird. Sieht man auch dann, der löst sich dann von der Schüssel. Und dann ist er eigentlich perfekt gerührt. Man kann es auch mit den Händen machen, ist halt ein bisschen anstrengender. Dann lässt man ihn natürlich mindestens 1,5 Stunden hochgehen. Dann muss er so aussehen wie meiner jetzt hier. Der geht ja wunderbar hoch. So ist er perfekt. Ist er wunderbar gearbeitet, die Hefeteigchen. Und dann teile ich diesen Teig in 2 Teile und mache davon jetzt 2 verschiedene Hefekuchen mit Äpfeln. Ja, also hier nehme ich ganz normal Äpfel, schäle die, trenne die halt von der Schale und dann schneide ich die da so, wie es drauf passt, schneide ich da welche drauf. Also ich habe, glaube ich, 4 kleine Äpfel, wenn man einen großen Apfel, wahrscheinlich reicht auch ein großer Apfel. Die habe ich da drauf verteilt, dann mache ich da ein bisschen Zucker drauf und ein bisschen Zimt und dann rolle ich das ein. Und dann kommt das in eine ganz normale kleine Springform. Ich habe so kleine, 17 cm im Durchmesser, die ist eingefettet. Da kommt jetzt diese kleine Wurst mit Äpfeln hinein und in die Mitte, weil ich nichts hatte für die Mitte, habe ich einen ganz normalen Apfel reingesteckt. Der trennt das dann nachher schön und sieht auch noch hübsch aus. Dann wird es noch ein bisschen mit Eigelb eingeschmiert, damit es nachher schön braun wird, ist ja klar. Und dann kommt der ab in den Ofen, das schön eingeschmiert ist bei ca. 180 Grad. Nicht Umluft nehmen, bei Hefe nimmt man keine Umluft. Lieber Ober- und Unterhitze, dafür richtig Power, 180 Grad und mindestens 45 Minuten. Ja, und jetzt nehme ich den zweiten Teig, wähle den schön aus und mache da auch noch einen Apfel-Hefeteig-Zopf oder wie auch immer das nennen kann. Das wird ein wunderschöner Zopf mit Äpfeln und ein bisschen Quark. Den wähle ich aus und mache den in so eine Springform, die halt so ein Loch hat. Also da muss man nicht so akkurat sein. Das muss irgendwie in diese Form da hineinpassen. Am Ende soll es schmecken und muss nicht so ein perfekter Kuchen werden. Er sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Also einfach nur auswählen, schön dünn, damit der Teig auch durchgeht. Das ist durch die Äpfel und so wird es sonst verhindert, dann wird er sehr matschig und so. Und deswegen muss man da wirklich den schön dünn auswählen. Die Form ausbuttern mache ich gerne, weil ich mag es nicht immer, dass ich da noch irgendwelche Papiere reinlege. Ich nehme am liebsten Butter, so wie man das immer macht. Da lege ich jetzt meinen schönen Hefeteig rein. So, schaut, das ist irgendwie, das muss nicht so klassisch sein. Wenn es nicht passt, wird es nochmal durchgeschnitten. So mache ich das. Und dann wird das passend gemacht. Für diese Form. So, seht ihr da 2 Teile und dann passt das, da wird das passend da reingelegt, genau. Und in diesen schönen Teig kommen jetzt die wunderbaren Äpfel hinein. Zauber, Zauber, drin sind sie schon. 4, 5 Äpfel, wie ihr wieder Platz habt, wie ihr das gerne hättet, wie viele Äpfel essen möchtet. Ich mache da immer ein bisschen Zucker drauf,
ein bisschen Zimt und ich hatte noch ein bisschen Quark. Den mache ich da immer so, dass das ein bisschen feucht bleibt, noch dazwischen. Das schmeckt dann einfach noch ein bisschen besser. Nur ein bisschen, weil ich backe sehr viel, habe immer irgendwas da. Könnt ihr auch natürlich weglassen, ist kein Problem. Da seht ihr jetzt den Zimt, einfach Puder drüber. Und noch ein klein, jetzt kommt gleich noch ein bisschen, jetzt der Quark, genau. Jetzt noch ein bisschen Quark drüber. Löffel für Löffel ein bisschen. Und wenn ihr dann den Quark drauf gemacht habt, dann müssen wir noch ein bisschen den Teig, den wir oben drauf machen, schön ausrollen und Zöpfe flechten. Und ich mache da nicht so viel her, also ich forme da jetzt nicht unbedingt Würstchen, sondern ich schneide da einfach nur ganz schmale Streifen aus diesem Teig, so wie der ist, so wie ihr den da liegen seht, der muss nicht schön sein, und mache da kleine Zöpfchen und lege die da irgendwie auf diesen Teig drauf. Das muss nicht so perfekt aussehen, wird es bei mir auch nicht. Das soll einfach nur nachher schmecken, ne? Und ein bisschen schön aussehen. Also ich finde es immer sehr, sehr schön. Das Nicht-Perfekte gefällt mir sehr gut. Deswegen mache ich das auch so. Deswegen mache ich auch meinen Teig so. Jetzt seht ihr, ich mache wieder immer so, immer schneide ich mir drei Streifen zusammen, mache da einen Zopf und lege es da so rein, wie es reinpasst in diesen Ring. Und dann lässt man ihn noch so circa 20 bis 30 Minuten gehen und dann wird er gebacken. Ja, und hier macht man natürlich auch wieder ein bisschen Eigelb drauf, oder wenn man das nicht mehr hat, dann nimmt man halt ein bisschen Milch, damit es noch ein bisschen schöner glänzt beim Backen. Bei Eigelb wird es schön goldbraun und bei Milch wird es eher einfach nur dunkel. Ne? Das glänzt dann halt nicht so schön. Aber es geht natürlich auch. Ich habe auch manchmal nicht so viel Eier. Das ist alles kein Problem. Da hilft, wenn ich danach jetzt noch zusätzlich, habe ich noch ein bisschen Hagelzucker drauf gemacht, damit es wirklich wie ein schöner Zopf aussieht, der nur gefüllt ist mit wunderbaren Äpfeln. Seht ihr, da habe ich den Hagelzucker. Und da muss er natürlich noch gebacken werden, wie der andere, 180 Grad, mindestens eine Stunde, dann ist er fertig. Und da ist schon der erste wunderschöne Kuchen fertig, mit dem Apfel in der Mitte. Ah, sieht ja nicht klasse aus mit diesem Apfel. Den schneide ich jetzt gerade auf, damit ihr seht, wie schön fluffig der geworden ist. Ein Traum. Sage ich euch. Ich zeige euch das, wie schön fluffig der geworden ist. Es war mega lecker. Der hält dann auch nicht lange bei uns, der ist dann wirklich in 2 Tagen gegessen. Ist ja nur wirklich ein kleiner, ist nur 17 cm und der andere ist genauso groß. Ja, und dann natürlich vergesst das Abo nicht. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, würde ich mich sehr freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, wenn ich mal ein Rezept für euch nachmachen soll. Das wäre genauso genial. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und hier seht ihr jetzt diesen wunderbaren zweiten Hefezopfkranz mit Quark und Äpfeln. So, jetzt habe ich noch umgedreht, ein bisschen Puderzucker drauf und dann war er fertig. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.